Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. Ihr habt gewählt. Kapitän Rotbart ist der zeitlose Klassiker unter den Playmobil-Figuren. Wir haben ihn unter den 10 schönsten Figuren ausgewählt. Im Hauptteil des heutigen Videos schauen wir uns die großartige Entwicklung der wunderbaren Playmobil-Figuren an. Wir sehen, wie sich die Packungen verändert haben. Ich zeige euch wunderbare Dioramen von den Packungsrückseiten und dazu passend auch Puzzlespiele. Wir werden uns einige Tiere anschauen und einige Playmobil-Kopien oder Alternativen, wie ihr es euch in euren Kommentaren gewünscht habt. Bei den Figuren schauen wir uns noch einige Persönlichkeiten an, Werbefiguren und Sondersets, die sich in meiner Sammlung angehäuft haben, bis hin zu den verschiedenen Jubiläumsrittern. Das ist der Inhalt der heutigen Folge. Das Video ist sehr lang, ihr könnt gerne in den Kapiteln dahin springen, wo es euch interessiert. In den Kommentaren ist die Idee aufgetaucht, die schönsten Playmobil-Figuren vorzustellen. Diese Woche habt ihr Captain Rotbart von 1986 zur legendärsten Playmobil-Figur gewählt, den sympathischen Piratenkapitän mit mehr als der Hälfte aller Stimmen. Bei dieser Figur war vieles neu. Die Körperform, der glatte Bauch mit Bedruckung, die Augenklappe und die roten Haare, eine der Lieblingsfiguren des großen Schöpfers Hans Beck. Auf dem zweiten Platz der bezaubernde Professor Octavius Status Mobilux von 1987 mit seinem Assistenten Patrick F. Patrick, Held in der Hörspielreihe. Auf dem dritten Platz ist der legendäre Hofnarr von 1979, eine farbenfrohe Mittelalterfigur mit Narrenkappe, Schellenkragen und Britsche. Zu den 10 weiteren schönsten Figuren zähle ich persönlich natürlich die Pastell-Indianer, weil sie zu den ersten Figuren gehörten, die Playmobil hervorgebracht hat, in klarer, einfacher und ursprünglicher Form. Playmonaut hat den Sheriff gewählt. Er war 1975 lange Zeit die einzige bedruckte Figur mit aufgedrucktem Sheriffstern. Das Volk der Windeln hat klare Favoriten von 1994. Den Bettelmönch auf Wanderschaft in Sandalen, barfuß mit Glatze und Sommersprossen, Kapuzenmantel, Stock und Bündel mit seinen wenigen Habseligkeiten. Die zweite Figur von 1994 ist der Knasti, der Gefängnisinsasse aus dem neuen Sheriff's Office von 1994. Mit zerrissener Weste und löchrigem Hut. Sein blaues Auge passt perfekt zum lila Hemd. Eine der ersten Special-Figuren von 1994 war Graf Dracula. Die scharfen Vampirzähne sind auf das ewige Lächeln der Playmobil-Figur aufgedruckt. Hier fehlt der Spazierstock. Eine weitere Horrorfigur war der Henker von 1995. Hans Beck fand ihn lustig, unter der Kapuze sind die blutunterlaufenen Augen. Für Klaas ist die Specialfigur von Rita Hype von 2003 die legendärste Playmobil-Figur. Rita Hype war der Held des beliebten Playmobil-Videospiels der Firma Ubisoft von 1999. Rita Hype markiert einen Wendepunkt in der Geschichte von Geobra Brandstätter, in dem sich die Firma an ein jüngeres Zielpublikum umorientiert. Die letzte Top-10-Figur, die wir uns in den Kommentaren erarbeitet haben, ist die Special-Figur von Kleopatra aus dem Jahr 2008. Es hat schon 1997 die erste Ägypterin gegeben, aber Kleopatra ist die einzige hellhäutige Ägypterin und die erste mit ausdrucksstark, vollständig aufgedrucktem Gesicht. Von den schönsten Figuren kommen wir jetzt zu den teuersten Figuren. Angeführt vom weißen Color Hofnarr
aus der Spielkiste von 1979. Besonders gesucht sind der Western-Bahnhofsvorsteher und Eisenbahnschaffner von 87. Weniger gesucht ist Molly Braun aus dem Salon von 94. Besonders selten schätze ich auch den originalen Professor Mobilux ein. Der Hofner mit Esel von 79, die Fictures Freiheitsstatue von 2013 und früher war auch die voll verchromte Ritterstatue aus dem Museum von 82 gesucht, allerdings ist der Preis inzwischen stark verfallen. Im Hauptteil des Videos schauen wir uns die Entwicklung der Figurenformen an. Seit 1990 gibt es die neuen Figuren mit den ausgeformten Füßen und dem flachen, bedruckten Bauch. Mich faszinieren besonders die alten Cliquis mit ihren Plattfüßen. Die beweglichen Arme und Beine sind am Skelett befestigt. Der Kopfstecker hält die Figur zusammen. Wenn man eine Figur zerlegen will, muss man den Kopf herausziehen. Die klassische Methode ist eine kräftige Kopfnuss mit der flachen Hand auf die sitzende Figur, die man im 45-Grad-Winkel auf die Fersen stellt. Inzwischen gibt es praktische Werkzeuge zum Zerlegen, wie dieses hier von Neocon. Zuerst war das Skelett in der Farbe des Oberkörpers, in verschiedenen Varianten, die nicht immer zusammenpassen. Die Feder gab schnell nach und die Figuren konnten nur noch sitzen. 1978 kam das stabile, milchig-weiße Skelett. Die Kinder 82 haben einen neuen Sitzmechanismus. Die breite Feder der 80er Jahre hatte auch der Piratenkapitän in Schwarz. Die neuen Frauen von 87 haben eine schmalere Taille. Die zerlegbaren Fictures von 2011 erkennt man am grauen Skelett. Mitte April 2010 kamen neue schlanke Figuren und 2015 für verschiedene Lizenzthemen die überschlanken, langgezogenen, komikartigen Figuren. Das Skelett von 98 schließt diese Reihe ab. Jetzt kommen wir zum Kopf. Die schmale Nut am Hinterkopf wurde noch im ersten Jahr zur V-förmigen Kerbe. Das Gesicht war zuerst aufgedruckt, ab 76 in 2-Komponenten-Technik aus braunem Kunststoff gespritzt. Im November 78 kam eine 3-Komponenten-Spritztechnik für weiße Pupillen. 80 kamen die Bartkerben. Bei den Kindern von 82 bis 89 waren Haare und Gesicht aus einem Guss. Die weißen Pupillen gibt es nur selten. Hier ist die Schraube für den Schlüsselanhänger, das Asiatengesicht von 90, die Zusatzkerbe für Ohrringe und Ohrenbärte, 2006 Rückkehr zum rein bedruckten Gesicht und ein Wendegesicht beim Skater 2012. 2015 die kugelrunden Glatzköpfe und 21 erstmals Ohren beim Vulkanier Mr. Spock. Besondere Spezialköpfe gab es bei den Osterhasen 2004 und bei den Außerirdischen 2001, bei der Heuschrecke 2019 mit Fühlern, der Kinderroboter 2011, der Skelettkopf auch mit Steckkranz und Adapter für die Standardfigur. Nach den Köpfen schauen wir uns die Arme an. Die allerersten Figuren hatten das typische Loch im Handgelenk. Die fixen Hände waren aus flexiblen Kunststoff, außer bei den Colorfiguren, wo die Hände leicht ausbrachen. Die Hakenhand bei den Piraten 78, die Drehhände 82, die gebogenen Frauenarme 87. Die nackten Arme waren 2002 zuerst noch gerade, dann auch bei den Frauen gebogen. Kurze Ärmel, gerade und gebogen, Steinzeit 2011, Ägypter 2008, Hemdsärmel 2011, zerrissene Ärmel 2007, Feenschultern, Prinzessinnenschultern und lange Handschuhe. Bei den Ritterfiguren gibt es 2008 die Römerschultern, die kleine Ritterschulter und die Rüstungsschulter mit Fortsatz. Hier ist der ganze Rüstungsarm von 2004, ein weiter Ärmel, Seitentaschen von 2015 und der Muskelarm von 2017.
Jetzt kommen wir zur faszinierenden Entwicklung der Körperformen, von den ganz alten bis zu den ganz neuen Figuren. Die ältesten Figuren hatten noch die klassische Knopfleiste. 76 kam das Frauenkleidchen, 86 der bedruckte Dickbauch, 87 der alte Frauenkörper mit kantiger Taille, 90 der flache bedruckte Körper, 97 gab es Seitenstecker bei Polizei, Kellnerin und Ägypter, 2000 kam der neue Frauenkörper mit flacher Taille, 2006 gab es einen Rüstungskörper für Römer und Ritter, 2008 einen neuen Körper mit Knopfleiste und Gummikragen für die Polizei. 2010 kamen die schlanken Figuren. Für die Feen gab es einen System X-Stecker am Rücken. 2011 kamen die Fellumhänge für die Steinzeitfiguren. 2012 gab es schwangere Frauen, 2017 den seitlichen Halter für die Pistolenhalfter, 2015 überschlanke Figuren und seit 2022 gibt es sogar Figuren aus nachhaltigem Kunststoff. Die Kinder hatten 82 Knopfleiste und Kragen, 92 einen flachen Körper für Bedruckung, 2010 Badefiguren, Feenkleidchen, das erste Color Baby 78 und die verschiedenen Babyfiguren mit fixen und beweglichen Füßen und mit neuen Händen. Zum Schluss noch die kleine Fee. Bei den Füßen gab es 82 die Standardfüße, 92 Stiefel, Schuhe, Barfuß, Barfuß mit kurzen Hosen, Barfuß mit aufgestülpten Hosen, kurze Hosen mit Turnschuhe, kurze Hosen mit Sandalen, den Kinderrock, die Meerjungfrauen, Fischschwänze. Für Asterix gibt es neue Füße und hier sehen wir die Badefiguren mit kurzer Badehose, mit langer Badehose und mit Schuhen für das Kleid. Bei den Füßen hatten die allerersten Figuren flache, kantige Fußsohlen mit der Lochprägung. Im ersten Jahr wurde auf die B-Prägung umgestellt. Erst im zweiten Jahr kam die Jahreszahl 74. Zuerst waren die Sohlen flach mit scharfen Kanten, 76 wurden sie tiefer mit gerundeten Kanten. 80 kam das offene B. Das Piratenholzbein gab es 87, 78, den Dickbauch 87, den Frauenrock gab es auch mit den ersten Schuhen 87. 1990 starteten die Piraten mit den ausgeformten Füßen, Schuhe mit Absätzen, Soldatenstiefel, Barfuß. 2002 kamen die Bloßfüße mit kurzer Hose und 98 mit zerrissener Hose und 2017 mit der Feenhose. Die Gummistiefel gab es 92, Reitstiefel 2007, erste Turnschuhe beim Wanderer 93, Turnschuhe mit kurzer Hose beim Radfahrer 2010, die Skischuhe kamen beim Wintersport 1992, die Feuerwehr bekam 2003 hohe Schuhe und die Bergrettung 2010 Arbeitshosen mit Seitentaschen. Die Seitentaschen gab es auch mit Bergschuhen ab 2014. Hier hat sich der Weihnachtsmann eingeschlichen. Das sind Bergschuhe mit Fellrand. Die Polizei bekam 97 Hosen mit Bügelfalten, Rocker und Frauen 95 spitze Stiefel mit Absätzen und 2014 neue niedere Damenstiefel. Cowboystiefel mit Gamaschen 2011 und ganz besondere Seiltänzerschuhe mit Rille 2007. Die schwangere Frau gab es 2012. Die Ritter bekamen 93 besondere Schuhe und besondere Ritterstiefel. Hier sehen wir die Barbarenstiefel von 2010 und die Wikingerstiefel von 2002. Die Steinzeitfellstiefel von 2010, bei den Römern Eisensandalen und Schnürsandalen 2008, bei den Rittern 2005 eine glatte und 2012 eine ausgeformte Beinrüstung. Hier auch ohne Hosen. Die Astronautenschuhe 1999 hatten Steckrillen.
Auf diese Steckrillen wurden dann 95 die Schlittschuhe und die Rollerblades aufgesteckt. 2006 gab es dann die fixen Rollerblades mit der Skaterhose. Ende April 2006 gab es auch Fußballspieler mit Steckrillen an den Sohlen, den Dickbauch-Gewichtheber 97 barfuß, 12 mit Turnschuhen, Ritterschuhe 93, Ritterstiefel 2000 und den Weihnachtsmann 2001. Jetzt kommen wir zu den Zwergenbeinen 2014 mit Stiefeln, mit Rüstungsschuhen, mit Knüpfschuhen und mit Schnürstiefeln. Alles 2014, 2017 kam dann noch der Gartenzwerg mit seinen weiten Hosen. Den ersten Rock hatten wir 97 mit absetzenden Schuhen, 93 mit flachen Schuhen, 92 barfuß, dann kam ein glatter Rock für Bedruckung, mit Schuhen oder mit Sandalen, das kann man austauschen. Es gab auch einen kurzen Rock, barfuß und mit Schuhen. Der Steinzeitrock 2010, Ägypterrock 2008, geraffter Rock 2012 und mit Schleppe 2013, Fellrock der Eiskönigin 2017, Fischschwanz für Wassermann und Meerjungfrau 1997, für die Statue einen Stecker für den Sockel, die Stelzenbeine 94, der knurrige Tempelwächter. Bewegliche Figuren war der alte Fußballspieler von 2006 und der neue Fußballspieler von 2016. Es gab auch einen Hockeyspieler von 2015. Jetzt kommen wir zu den schlanken Figuren. Diese gibt es bei den Herren nur nackt mit kurzer Badehose 2010, langer 2011. Diese weiße Figur kann Sonnenbrand bekommen. Die Indianerhose gab es 2012 und den Faun 2022 und den neuen Wassermann 2019. Der angezogene Körper der Damen ist vielseitig verwendbar als Badefigur von 2010, für die Anziehkleider von 2013 mit flachen Schuhen und mit Absätzen, als Sportlerin mit Turnschuhen 2012, mit kurzer Hose mit Turnschuhen und kurzer Hose mit Stulpen 2018, Kunsteisläuferin und Balletttänzerin von 2012, orientalische Hose 2017. Es gibt den gerafften Rock 2013 und den Faltenrock von 2016, die unbewegliche Meerjungfrau von 2015 und die vollbewegliche von 2019. Die Schlangenfigur ist von 22. Man konnte Playmobil-Figuren immer schon anziehen. Den alten Reifrock von 1999 für die kantige Taille, den neuen Reifrock für die flache Taille. Für die schlanken Figuren gab es ab 2013 eine riesige Kollektion an Kleidern. Es war ein ganzes Einkaufszentrum notwendig. Für Mädchen gibt es neben dem Reifrock von 2005 auch noch ganz besondere Gummikleider. Ein ganz besonderer Blickfang ist wohl das Hochzeitskleid mit der endlos langen, echten Spitzenschleppe. Mit den Super 4-Figuren wurden 2014 neue, überschlanke, komikartige Figuren notwendig. Wir sehen hier Alex, Jean, Ruby, Brilli und Leonore. 2018 wurden diese Figuren auch für Spirit und für andere Themen verwendet. Neue Bauteile bei Standardfiguren brauchte man für Drachenzähmen Leichtgemacht 2017, für Hicks, Hau drauf, Grobian und Daphnos. Seit 2022 ist Asterix besonders erfolgreich, mit vielen Spezialfiguren wie Asterix, Obelix und Methusalix. Ein Wunsch aus den Kommentaren waren die Roboter. Ich habe hier eine Reihe mit Robitron von 1983, dem Hologrammroboter von 1999, eine Spezialfigur, der Roboter von 2016 und Robert aus der Mars-Mission von 2018.
Bei den Tieren möchte ich nur ganz schnell die alten und die neuen Versionen vergleichen. Die Pferde von 74 wurden 2001 erneuert, Rinder von 76 wurden 99 erneuert. Hier ist der Esel von 79, der alte Bär von 81 im Vergleich mit dem neuen Höhlenbären von 2010. Jetzt schauen wir uns kurz die alten Verpackungen an. 1974 gab es neben den farbigen Themenpackungen die braunen Einzelfigurenpackungen in der Klarsichtbox. 1975 kamen die typischen Line-Art-Packungen mit dem Inhalt als Strichzeichnung auf der Rückseite. 1976 gab es dann die Clicky-Boxen mit identischer Vorder- und Rückseite. GIC war der Vertriebspartner in Italien. Die Symbolboxen von 1980 und 81 gab es nur bei den Mehrfigurenpackungen. 80 wurde das Logo erneuert und auch die kleinsten Packungen sind jetzt voll mit wunderbaren Dioramen. 82 kommt die sogenannte Outline-Artikelnummer und 87 die schwarze Artikelnummer. Die wunderbaren Dioramen sogar auf den kleinsten Packungen. 1993 kam die neue Color-Nummer. Die Rückseite der Packung hatte nur noch den Inhalt abgebildet. Von 2002 bis 2011 haben wir das Figurengesicht der Spielwelt. 1994 begannen die Special-Einzelfiguren, 2008 kamen die Duopacks, 2012 das Logo der Spielwelt auf den Packungen, 2011 starteten die Fixtures und 2012 die Special Plus Packungen. Hier eine neue Packung, die Playmo Friends gibt es seit 2015. Bereits auf den ersten Mehrfigurenpackungen von 1974 waren auf der Rückseite Spielszenen aufgestellt. Im ersten Katalog von 1974 wurde nur auf 2 Seiten das Sortiment gezeigt und auf 6 Seiten gab es Comics. Im zweiten Katalog wurden hauptsächlich die Bewegungsmöglichkeiten der Figuren vorgestellt. Die ersten Zusammenstellungen in der Art von Dioramen gab es in den Katalogen von 1975. Diese Darstellungen zeigten schon mehr als den reinen Packungsinhalt oder die Bewegungsmöglichkeiten der einzelnen Figur. Diese Art von Dioramen fand man auch auf den ersten Gebäudepackungen der Westernhäuser von 1976. Hier ist eine Szene aus der Westernstadt. Auf den Packungen der Fachwerkhäuser von Herbst 1977 sah man das erste Mal die wunderschönen Dioramen mit dem Modellbaugelände, den Bäumen und den Wattewolken am Himmel. Auf der Rückseite der Bauanleitung waren auf 3 Seiten viele verschiedene wunderschöne Ansichten der Stadt abgebildet. Die Fachwerkhäuser können für das Mittelalter und auch für die moderne Stadt verwendet werden. Das zeigt diese Werbung vom Herbst 1977. Jetzt schauen wir uns noch diese Packung an von 1981. Alle Seitenteile von Schachtel und Deckel sind voller Dioramen. Insgesamt 12 Dioramen auf einer Verpackung mit unterschiedlichen Themen. Hier haben wir eine Packungsrückseite von 1978 mit den neuen LKWs. Das erneuerte grüne Polizeiauto mit deutschen Aufklebern kam 1984. Ein wunderschönes Motorsport-Diorama von 1993. Das war jetzt ein kurzer Blick auf einige Packungsrückseiten. Zu den Dioramen passen auch die Puzzlespiele. Hier habe ich eine Packung von 1976 mit 2 verschiedenen Motiven der Bauarbeiter beim Brückenbau und mit den Einsatzkräften. Dann zeige ich noch schnell einige neuere Puzzles der Firma Schmidt von den Piraten, Flughafen und Burg von 2001 und den Wikingern von 2003.
In den Kommentaren kam häufig die Frage nach Kopien oder Alternativen von Playmobil. Seit 1975 wurde Playmobil in vielen Ländern weltweit von verschiedenen Firmen in Lizenz hergestellt. Dieser Polizist der Marke Play People wurde von Marx Toys im Vereinigten Königreich hergestellt. In Argentinien wurde Playmobil von 1975 bis 2012 von der Firma Antex Andina hergestellt. Der gelbe LKW ist von 2004. In den 80er Jahren blieb die Firma beim alten Sortiment stehen. Dieser Katalog von 2004 ist eine Fundgrube für ausgelaufene Sets. Einen 3-jährigen Konkurrenzkampf hat es mit der Firma Playpic gegeben. 1975 ist dieses eigenständige Spielsystem auf den Markt gekommen. Die Figuren sind 10 cm groß und können mit den Beinen ausschreiten. Beim Sortiment wurde vieles von Playmobil abgeschaut. Es gab die bekannten Spielwelten mit den Indianern, mit den Rittern und es gab sogar ein modernes Militär, das bei Playmobil immer tabu war. 1979 wurde die Produktion eingestellt und es wurden nur noch Restbestände verkauft. Ein richtiger Playmobil-Klon ist Igracek, das seit 1976 von der Produktionsgenossenschaft Igra in Prag hergestellt wird. Ingenieur Jiří Kalina hatte die Idee für den Nachbau der Playmobil-Figuren. Als Flugzeugmodellbauer war er gut mit Hans Beck, dem Erfinder von Playmobil, befreundet. Obwohl es sich eindeutig um eine Kopie handelt, ist Playmobil nie gegen Igracek vorgegangen. Igracek ist auch heute noch im Handel. Es gibt viele nette Spiellösungen für Kinder. Die Fahrzeuge sind viel einfacher gestaltet und reichen nicht an Playmobil heran. Sortiment und Ausrichtung sind heute nicht mehr mit Playmobil vergleichbar. Die Spielfiguren sind aber mit Playmobil kompatible Klone. Viele Sammler und Bauer wünschen sich Alternativen mit Playmobil-kompatiblen Fahrzeugen und Gebäuden. Die Firma Faller hatte bei Playtrain zeitweise Sets mit beweglichen Spielfiguren. Lange bevor sich Playmobil mit Lizenzen beschäftigte, gab es im Dezember 2004 eine Zusammenarbeit mit dem Modellfahrzeughersteller Herpa. Der Herpa Playcar war eine realistische Nachbildung des BMW Z4 im Maßstab 1:18, der perfekt mit Playmobil kompatibel war und mit 2 Playmobil-Figuren ausgeliefert wurde. Das Auto gab es in den Farben Gelb und Türkis, es war im Spielwarenhandel und bei BMW-Händlern erhältlich. Im letzten Teil des heutigen Videos schauen wir uns noch einige Sonderausgaben an und beginnen mit den Persönlichkeiten. Für uns Kinder war der weiße Indianer immer Winnetou und der grüne Jäger von 1976 mit seinem Jagdspieß und Schnabelhut war in unseren Spielen immer Robin Hood. Beim Räubergelage von 1994 bekam Robin Hood all seine Gefährten, aber erst im Jahr 2000 verwendete Playmobil offiziell diesen Namen. Der Meisterdetektiv Sherlock Holmes war die erste Figur der neuen Special-Serie von 1994. Eine wunderschön bedruckte Dickbauchfigur mit Gamaschen, Ohrenbart, Jagdhut, Umhang und Vergrößerungsglas. 2012 gab es eine wunderbare Figur von Elvis Presley in der 2. Serie der Pictures mit passender Figur und einem bedruckten Königsumhang. In den Rosa-Packungen der Pictures Serie 2 von 2012 gab es eine Figur der Actionheldin Lara Croft aus Tomb Raider mit einem besonderen Doppelpistolengürtel. All diese Figuren waren noch nicht lizenziert. 2011 begannen die Figuren-Sonderausgaben. Der Stadtpolizist von Zirndorf wurde zum 100-Jahr-Jubiläum des Stadtrechtes von Zirndorf am 15. Oktober 1911 herausgegeben. Diese Figur ist aus der Spielwelt 1900 von 1989.
Die erste Persönlichkeiten-Sonderausgabe war Albrecht Dürer von 2011. Im Hintergrund sieht man die Kaiserburg von Nürnberg. Diese Figur wurde über 100.000 Mal verkauft. 2016 gab es eine zweite Auflage. Zum Amtsantritt des niederländischen Königs Willem Alexander am 30. April 2013 gab es ein Durpack mit Königin Maxima. Der König ist schön bedruckt und hat einen Degen in der Hand. Im Hintergrund der Königspalast. Die wohl beliebteste Playmobil-Figur war Martin Luther. Sie wurde über 1 Million Mal verkauft. Hier sehen wir die erste Ausgabe von 2015. In der aufgeklappten Bibel steht das Wort Ende links unter den Büchern des Alten Testamentes, ganz genau gleich wie auf der Lutherstatue in Wittenberg. Dieses Wort Ende hat einen Skandal ausgelöst und wurde in der zweiten Ausgabe von 2017 gestrichen. 2016 kam ein Sonderset mit Friedrich dem Großen heraus. König von Preußen hoch zu Ross mit seiner geliebten Hündin Bisch. Herausgegeben von der preußischen Schlösserverwaltung. Im Hintergrund sieht man Schloss Sanssouci. 2015 gab es das Sonderset mit Heinrich dem Löwen, Herzog von Sachsen und Braunschweig. Neben der Figur ist der Löwe als Wappentier enthalten. Im Hintergrund sieht man den Burglöwen von Dankwarderode. Die Figur trägt ein grünes Kleid mit blauem Umhang. Johann Wolfgang von Goethe wurde 2016 als Figur dargestellt. Er trägt kurze Hosen, Gehrock und Hut auf der Lockenfrisur, in der Hand eine Schreibfeder und die Erstausgabe vom Faust, der Tragödie erster Teil. Auf der linken Buchseite das Erscheinungsjahr 1808, verlegt von der Kottaschen Buchhandlung. Das Sonderset vom Erfinder der Jeanshose Levi Strauss kam im Mai 2018 heraus, herausgegeben von der Stadt Buttenheim, wo Levi Strauss am 26. Februar 1829 geboren ist. Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen ist die erste Universität, die 2019 ein Playmobil-Sonderset herausgegeben hat. Mit ihrem Gründer Markgraf Friedrich III. Von Brandenburg-Bayreuth. In der Hand hält er die Gründungsurkunde. Das nächste Set hat der Freistaat Thüringen 2019 dem großen Komponisten Johann Sebastian Bach gewidmet. Im Hintergrund das Musikzimmer von Eisenach. Auf dem Pult liegen die Noten der Toccata und Fuge. Als weiterer großer Komponist wurde 2019 Wolfgang Amadeus Mozart geehrt, mit einer kleineren Packung mit seinem Geburtshaus im Hintergrund. Eine wunderschön bedruckte Figur mit dem typischen roten Rock und der weißen Perücke. Spielt er die Geige. Diese Figur habe ich in Lebensgröße in Salzburg vor einem Geschäft stehen sehen. 2020 hat es ein Sonderset mit Friedrich Schiller gegeben. Mit Stuhl und Schreibtisch aus seinem Haus in Weimar. Mit Tintenfass, Schreibfeder und Apfel. Am Schreibtisch liegt sein Werk Wilhelm Tell. Es ist natürlich immer schwierig, die richtige Frisur nachzubilden. Bei den Gesichtszügen ist es bei Playmobil sowieso so gut wie unmöglich. Eine wunderschöne Sonderfigur ist Napoleon Bonaparte. 2021 von den französischen Nationalmuseen herausgegeben, anlässlich der Ausstellung in Les Villettes in Paris. Diese Sets wurden natürlich alle auch im Playmobil Direktservice verkauft, damit man nicht extra zum Ausgabeort hinfahren muss. Sehr schöne Bedruckung und Pferd mit Satteldecke.
Zum 200. Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneipp gab es 2021 eine Sonderfigur mit seinem treuen weißen Spitz, der ihm überall hin folgte. Der Pfarrer trägt einen langen schwarzen Talar, die Mütze ist etwas zu groß geraten. Die letzte und neueste Persönlichkeit ist der Mönch von Ebersbach von 2023, herausgegeben anlässlich der heurigen Ausstellung von Oliver Schaffer. Das Rijksmuseum in Amsterdam hat 3 besonders gelungene Sondersets mit Motiven alter Meister herausgegeben: Rembrandts Nachtwache von 2015 und die Hochzeitsporträts von Marten und Opien 2018. Das erste dieser 3 Sets war Vermeers Milchmarkt. 2020 kam eine Figur von Rembrandt van Rijn und im selben Jahr Vincent van Gogh, beide mit ihrem Selbstporträt heraus. Diese Künstler mit Selbstporträt ähneln stark dem Dürer-Set von 2011. Vom Van Gogh Museum in Amsterdam kam 2021 ein weiteres Set von Van Gogh heraus, der 1888 sein Schlafzimmer in Arles in einem Gemälde festgehalten hat. Das Set enthält die Einrichtung des Schlafzimmers, den Künstler und das Gemälde auf der Staffelei. Als nächstes zeige ich euch das Gedenkset mit dem New Yorker Feuerwehrmann aus dem Jahr 2002. Eine schöne Sichtfensterpackung zum Gedenken an die schrecklichen Terroranschläge vom 11. September 2001. In diesem Set kam der besondere amerikanische Feuerwehrhelm zum ersten Mal vor. Der Feuerwehrmann hat einen Handfeuerlöscher und auf der Seite der Packung gibt es Sicherheitshinweise zum Verhalten im Brandfall. Jetzt kommen wir zu Reiseandenken. In Italien wurden in Souvenirgeschäften Römer-Sondersets verkauft. Der Legionär von 2016 mit dem Kolosseum im Hintergrund, der Centurio von 2017 mit Rundschild vor dem Circus Maximus und 2019 mit dem Rechteckschild im Forum Romanum. Den britischen Bobby mit dem Big Ben im Hintergrund gab es im Jahr 2016. Die Verkehrsaktiengesellschaft Nürnberg brachte 2016 ein Sonderset mit dem Busfahrer. Vom Bundesinnungsverband für das Korb- und Flechtwerkgestalterhandwerk gab es 2023 die Korbflechterin. Die Dietemann-Sonderfigur aus Eschwege von 2017. Von der US-Hockeyliga gibt es seit 2015 viele Sondersets. Hier der Stanley Cup. Von allen Mannschaften gibt es vollbewegliche Eishockeyspieler mit Schussfunktion zum Sammeln. Das ist ein Spieler der Ottawa Senators von 2016. Auch beim Fußball gab es viel zum Sammeln, hier ein beweglicher BVB-Fußballer von 2020. Zu den Biathlon- und Rennrodel-Weltmeisterschaften 2023 in Oberhof kam dieses Set mit 2 Athleten und dem Oberhof-Maskottchen heraus. Jetzt gehen wir weiter und kommen zu einigen Promosets. Wir beginnen mit einem Werbeset zu 50 Jahre Maggi Kochstudio von 2009. Die Köchin hat eine bedruckte Schürze mit Maggi Kochstudio und in der Hand hält sie einen Beutel mit Sahnesoße und ein Brathähnchen. 2017 kam ein Lebkuchenbäcker heraus von Lebkuchen Schmidt in kurzen Hosen mit Mittelaltermütze. Von Milka gab es 2019 und 2020 einige Sets gratis, wenn man 3 Milka-Produkte im Geschäft kaufte. Es gab insgesamt 8 verschiedene Werbesets mit violett gekleideten Figuren. In Korea bekam man bei Starbucks 2021  10 verschiedene Werbesets mit Starbucks-Mitarbeitern. Yoon, Joy, Roy, es gab Gartenmöbel, eine Surferin und einen Astronauten. Heuer gibt es sogar ein ganzes Starbucks-Café.
Korea ist bekannt für die vielen Sondersets, die bei uns sehr teuer sind, weil Versand und Zoll so viel kosten. Zu den Sets gab es auch noch Kundenkarten und Aufkleber. Die Buchhandlung Thalia hat 4 Sondersets veröffentlicht. Das ist die erste Buchhändlerin von 2017. 2023 kamen 10 verschiedene Kaufland-Werbesets heraus. Dazu gehörte auch der große System X-Supermarkt von 2002 als Neuauflage. Heuer hat es beim McDonald's Happy Meal auch Wildtopia-Tiere als Beilage gegeben, mit dem Jubiläumsaufdruck 50 Jahre Playmobil. Jetzt kommen wir zu den Spenden-Sondersets. Zuerst Ritter Christopher von 2005, ein sehr schöner goldener Ritter mit goldenem Zaumzeug für das Pferd. Hier ist ein Funpark-Set mit einem kleinen Piratenkind im Tretboot mit einem Delfin. In Griechenland gab es die Play and Give Spendensets für die Kinderkrebshilfe Elpida. Das habe ich euch schon im History-Video gesagt. Hier sind die 2 Sets von 2018 mit Kinderärzten im orientalischen Kleid. Neben der guten Tat sind das ja auch wunderschöne Sets mit tollen Figuren. 2018 gab es von Play and Give auch das Sonderset zum Gedenken an 200 Jahre griechische Revolution von 1821. Mit 2 Freiheitskämpfern, Kanone, Flagge und Waffen. Hier seht ihr den Don Quixote, die letzte großartige Sammlerfigur, die der kurzlebige Playmobil Collectors Club 2017 herausgegeben hat. Ein schönes persönliches Erinnerungsstück ist die Figur vom heurigen Clicky-Welt-Sammlertreffen in Zirndorf, wo ich dabei sein konnte. Im Sinne der Nachhaltigkeit und Nostalgie eine alte Figur mit besonderem Aufdruck am Rücken. Zum Schluss des heutigen Videos schauen wir uns noch einige Jubiläumssets an. Hier ist der legendäre, glänzende, goldverchromte Ritter zum 30-Jahr-Jubiläum. Dieser hat mich vor 20 Jahren zum Sammeln gebracht, als ich ihn in einem Geschäft sah. Der Glanz hat mich unbewusst an die klassischen Chromritter erinnert. Er hat die Form der Löwenritter, die 2004 neu herausgekommen sind. Gemeinsam mit der System X-Burg, einer dieser brandneuen Löwenritter, wurde zum 30-Jahr-Jubiläum vergoldet. Eine wunderbar gelungene Figur, da kann ich mich nicht genug satt sehen. Das Problem ist, dass der Goldglanz ziemlich schnell anläuft und verloren geht. Der goldene Ritter ist auch hier auf diesen Quartettkarten zu sehen. Zum 40-Jahr-Jubiläum gab es auch einen goldenen Ritter, allerdings nur in dieser weniger bekannten Packung als Messegeschenk in einer Kissenpackung. Als weiteres Messegeschenk gab es auch diese Königin mit Reifrock und der Urkunde Happy Birthday Playmobil. Etwas weiter verbreitet war die Beilage vom Jubiläumsmagazin. Im Blister waren 2 Ritter, einer davon eine Nachbildung des ersten Chromritters von 1974. Das Jubiläumsmagazin war damals sehr gut gelungen, mit vielen Informationen über die ältere und neuere Geschichte von Playmobil. Der Comic durfte natürlich auch nicht fehlen. Der falsch eingekleidete Captain Rotbart. Viele dieser Figuren haben wir uns ja schon angeschaut. Im Vergleich zu diesem großartigen Jubiläumsmagazin vor 10 Jahren ist das heurige Jubiläumsmagazin eine Enttäuschung mit nur einer Doppelseite über die Burg oder das Prinzessinnenschloss. Damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Videos angelangt. Danke, dass ihr hereingeschaut habt. Ich entschuldige mich für die Woche Verspätung, aber ich habe einfach so lange für den Schnitt gebraucht. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns am nächsten Freitag mit den Lizenzthemen. Auf Wiedersehen.